So, und es gibt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, noch was dazwischen, was bei Putin nicht ginge, nämlich dass man sich darum bemühen könnte, dass in dem Land juristische Schritte gegangen werden. Das geht in der Diktatur nicht. Israel ist eine Demokratie. Hey Leute, heute wird's richtig spannend. Kann Deutschland es sich leisten, einen amtierenden Premierminister wie Netanyahu zu verhaften? Und wie reagiert Katrin Göring-Eckardt, wenn sie auf dünnem Eis argumentiert und von den anderen am Tisch zerpflückt wird? Da bleibt kein Auge trocken. Bleibt dran, um zu sehen, wie sich Göring-Eckardt versucht herauszureden und welche unerwarteten Argumente plötzlich auftauchen. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von der Diskussion haltet. Eure Meinung zählt. Und jetzt geht's los. Jetzt die politische Dimension, auf die ich sehr gespannt bin. Vielleicht Sie zuerst, Frau Göring-Eckardt. Die Außenministerin, Frau Baerbock, hat zunächst mal eine Einreise Netanyahus als hypothetisch bezeichnet. Also man rechnet offenbar nicht mit einem Staatsbesuch in nächster Zeit. Und sagt dann, Zitat, wir prüfen sehr genau, was das für die Umsetzung in Deutschland bedeutet. Haben Sie eine Antwort darauf? Nein, da bin ich nicht schlauer als die Außenministerin und das Auswärtige Amt. Aber ich glaube, müssten wir ihn festnehmen, nach dem, was Sie gerade gehört haben? Also ich bin nicht die Expertin, natürlich nicht. Nichts ist mir ferner, als zu sagen, ginge es nicht vielleicht auch anders. Aber erstmal vor der Klammer, dass es eine politische Dimension hat mit unserem besonderen Verhältnis zu Israel, damit, dass wir in einer Selbstverteidigungssituation sind, in einer Zeit, in der der 7. Oktober traumatisch ist, nicht nur für Israel, sondern für Jüdinnen und Juden, die hier leben. Ich habe neulich Charlotte Knobloch besucht, die alte Dame, die zum ersten Mal tiefst verunsichert ist. Und das hat ja mit unserer eigenen Geschichte zu tun, übrigens genauso wie das Völkerrecht und der Strafgerichtshof. Beides hat mit unserer Geschichte zu tun. Deswegen ist es richtig, Nürnberg zu erwähnen und uns darauf zu verpflichten. So, und es gibt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, noch was dazwischen, was bei Putin nicht ginge, nämlich dass man sich darum bemühen könnte, dass in dem Land juristische Schritte gegangen werden. Das geht in der Diktatur nicht. Israel ist eine Demokratie. Und diese Frage ist eine, die für mich jedenfalls davor steht. Mich interessiert der Umgang der deutschen Politik mit dieser Geschichte. Das ist aber der Umgang der deutschen Politik, weil das würde ja bedeuten, bevor man sagt, es steht kein Staatsbesuch an und bevor man sagt, jetzt wird Herr Netanyahu demnächst vielleicht doch kommen, man kann mit Netanyahu auch woanders reden, zum Beispiel in Israel, das ist ja auch ein Thema. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um das Rechtliche. Es geht um das Rechtliche und wenn das Rechtliche so ist, wie jetzt gerade besprochen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass Israel als Rechtsstaat Verfahren eröffnet. Und darüber kann man natürlich auch diplomatisch sprechen. Deswegen sage ich, das steht davor. Das ist aber ein Recht, das ist rechtlich vorgesehen, genau was Sie sagen, die sogenannte Komplementarität. Ja. Und das hat Deutschland ja vorgebracht, das Auswärtige Amt, in einer Eingabe. Wahrscheinlich Ihre Studierenden, wenn ich das Robin Alexander einmal gehört. Wie hat diese Nachricht sozusagen, was hat diese Nachricht ausgelöst? Also auch ich möchte darauf hinweisen, dass mir doch einiges hier schief erscheint. Putin, der ja immer als der Vergleich herangezogen wird, ist der Aggressor und Israel war das angegriffene Land. Ich habe gerade darauf hingewiesen. Ja, aber weil ja die Figur hier eingeführt wird. Das ist ein wichtiger... Ich habe ja danach gefragt, explizit gerade. Ne? Ja, ich sag's ja nur. Zweitens, das Argument von Frau Göring-Eckardt, in Israel ist ein Rechtsstaat. Also ich meine, Netanyahu hat ja einen ganzen Sack voll Prozesse an der Hacke. Und in Israel kann das, was in Gaza geschieht, rechtsstaatlich aufgearbeitet werden. In Russland wird das niemals passieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch die Idee dieses Internationalen Strafgerichtshof komplementär zu arbeiten. Also da, wo keine Verfolgung in den Ländern stattfindet, die sozusagen zu ersetzen. Deshalb wäre Israel da ein seltsamer Anwendungsfall. Ich argumentiere als Laie, aber Sie erlauben. Und das Dritte ist, wir sind alle Anhänger von internationalen Organisationen. Aber internationale Organisationen haben eine Geschichte der Dämonisierung Israels. Die UNO ist wunderbar, aber die UNO hat einseitig immer wieder Israel verurteilt. Jetzt sage ich nicht, dass der Gerichtshof das auch so tut. Aber dass im gleichen Atemzug Netanyahu und die Führer der Hamas genannt werden, am gleichen Tag, sozusagen in der gleichen Pressemitteilung, das scheint mir doch eine politische Botschaft, eine
extrem bedenkliche Botschaft, weil was immer man in der Netanyahu-Regierung kritisiert, sie ist keine Terrororganisation. Und ich finde, dass das alles bedacht wird und dass sich dann die deutsche Bundesregierung abwägend äußert, ist ein Zeichen ihrer Klugheit. Ist Gleichzeitigkeit, Herr Ambros, an dem Punkt sowas wie Gleichsetzung? Das ist ja die Frage. All das Argument, was Herr Alexander hier bringt, auch am Anfang. Wir haben immer gesagt, die Gleichzeitigkeit ist keine Gleichwertigkeit und Gleichsetzung. Sie müssen einfach mal, Herr Alexander, kann schon so das lesen, was vorgeworfen wird. Und ich kann Ihnen sagen, als Strafrechtler, auch als Praktiker, wenn wir ein Verfahren in organisierten Kriminalität haben, staatsanwaltliche Verfahren, zum Beispiel auch transnational im Rahmen der EU, wir haben einen Komplex von Tatverdächtigen, dann wird ein Staatsanwalt in dem Moment, wo er die Beweise zusammen hat, das vorstellen und sagen, jetzt beantrage ich das. Und es sind eben zwei Akteure in diesem Konflikt, gegen die ermittelt wird. Es waren ja, insofern ist dieses Argument, man kann sogar umgekehrt sagen, der Gerichtshof hat ja jetzt einen eigentlich schon toten Führer von Hamas, da hat er noch den Antrag sozusagen bearbeitet und hat ihn bestätigt. Da haben viele gefragt, warum machen die das jetzt? Das ist der Mann übrigens, den wir da sehen, der gerade noch gesucht wird. Ne? Also warum machen die das? Rein formal machen sie es deshalb, ist oder nicht. Weil der Gerichtshof braucht eine Todesurkunde und die Israelis haben für Haniyeh und für Sinwar haben das schon bestätigt. Deswegen wurde es auch eingestellt, aber bei ihm eben nicht. Und da hat der Gerichtshof, wenn Sie allein das vergleichen, auch in dem Fall, die Latte ist ja viel länger bei den Hamas-Leuten. Aber schauen Sie, wir haben ja auch Ihnen lange zugehört, deshalb Frau Göring-Eckardt und ich stellen uns ja nicht auf den Standpunkt der Amerikaner, die sagen, das ist uns alles nichts und dieser Gerichtshof hat keine Legitimität. Das machen die Amerikaner übrigens auch schon vor Trump so. Das ist ja nicht unser Argument. Wir erkennen ja an, dass diese Verrechtlichung der internationalen Sphäre ein hohes Gut ist. Aber wir müssen doch auch bedenken, was so etwas auslöst. Wir haben auf den Straßen Europas offenen Antisemitismus. Ich meine, ich sehe das bei mir zu Hause, ich wohne in Neukölln. Wir haben die Gleichsetzung von Israel, die Dämonisierung von Israel als Terror. Und dass dann ein Gericht sagt, Netanyahu und die Hamas. Aber so das ist wirklich ein Unglück. Das ist keine Gleichsetzung. Ja, das ist ja juristisch, verstehe ich das total, was Sie sagen. Und das ist auch natürlich vollkommen in Ordnung, dass Ihre Interpretation eine juristische ist. Aber es wird natürlich politisch gehört, es wird gesellschaftlich gehört. Aber das ist eine sehr deutsche Diskussion, Entschuldigung. Das wird in keinem anderen Land, also wenn wir jetzt von der Welt sprechen, dieses Argument ist ja eins von vielen Argumenten, was in Stellung gebracht wird, weil es unbequem ist, dass jetzt ein Freund von uns, ein Land, mit dem wir historisch verbunden sind, das sehe ich ja genauso, auch in meinen Schriften. Ich habe selbst extrem gute Kontakte zu Israelis. Und jetzt übrigens sind die Israelis am Arbeiten juristisch. Lassen wir uns doch mal darüber reden, was man juristisch machen kann. Was Sie gesagt haben, Komplementarität, Frau Göring-Eckardt. Israel hat exzellente Juristen. Ich habe vor 2 Tagen mit einem gesprochen, der auch die israelische Regierung berät und dessen Studierende eben jetzt in der Generalstaatsanwaltschaft sind. Und natürlich wird Israel sich engagieren. Israel ist in Kontakt mit diesem Gericht. Also diese Stellungnahme von Netanyahu, das ist Politik, das ist Schaufensterpolitik. Aber also was on the ground läuft, worauf Sie anspielen, ist, er sagte direkt, das ist Antisemitismus. Dieses Statement von dem Prime Minister's Ist das antisemitisch? Natürlich ist es nicht antisemitisch, weil also Antisemitismus im Kern, diese Diskussion wäre noch mal eine andere, ist die Diskriminierung von Juden als Juden. Hier geht es schon gar nicht um Juden, hier geht es um den Staat Israel und es geht um eine bestimmte Politik eines Staates. Und genauso wie ich die russische Politik, die deutsche, die amerikanische, die von Burma nach völkerrechtlichen Maßstäben beurteilen muss ich auch die Maßstäbe an Israel anlegen. Da gibt es ja auch keinen Widerspruch. Das ist vollkommen richtig, das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen ist es auch gut, dass es diese Ermittlungen gibt. Gleichwohl ist es ja immer dann so, wenn wir über Jüdinnen und Juden reden, wenn dieses gelobte Land, die Heimstatt, ja, wo bis vor kurzem haben Jüdinnen und Juden auch in Deutschland noch gesagt, wenn es hier ganz schlimm wird, dann haben wir einen Ausweg, dann können wir nach Israel. Und die Verunsicherung, die da ist, die müssen wir mitdenken, wenn wir politisch reden, nicht juristisch. Wenn wir politisch reden, wenn wir gesellschaftlich reden, müssen wir die mitdenken. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Und dass man, wenn man über Israel redet, immer erst mal sagen muss, übrigens, ich habe viel Kritik an dieser Regierung, an dem Land und wie das passiert. Das gehört eben auch zu unserer sehr deutschen Diskussion. Ja, das ist vielleicht eine sehr deutsche Diskussion, aber wir müssen sie führen. Und die Frage der Gleichsetzung spielt für uns eine Rolle, weil sie den Eindruck erweckt,
dass das, was geschehen ist am 7. Oktober, irgendwie eine Folge war von Handlungen Israels davor. Und das, finde ich, sollten wir nicht riskieren in der nicht juristischen, aber gesellschaftlichen, politischen Debatte. Das ist übrigens auch eine andere Debatte, die wir heute Abend hier nicht führen müssen. Aber die Frage ist ja auch noch mal, was Herr Alexander gesagt hat. Ich bin erst mal dankbar, Herr Alexander, dass Sie doch sehr differenziert argumentieren, anders als viele Kollegen aus Ihrem Imperium, Springer. Weder habe ich ein Imperium, aber, aber zu dem Sie ja gehören. Ich habe sehr viele, sehr differenzierende, argumentierende Kollegen, gerade in der Frage. Sie können das googeln oder alle Zuhörer. Das ist. Ich habe ja selbst mal in der Welt, vielleicht kennen Sie meinen Artikel ganz am Anfang, ich habe da ja mal selbst was veröffentlicht zu dem Thema. Aber lassen wir das beiseite. Ich muss noch mal auf das Argument kommen, was Sie noch mal gebracht haben, was ja auch Ukraine, Russland immer kommt, diese Sache der Selbstverteidigung oder nicht Selbstverteidigung. Das ist richtig. Natürlich ist Israel angegriffen worden. Und deswegen sagen wir, ich habe schon 3 Tage danach mit israelischen Kollegen eine Erklärung gemacht, wo wir gesagt haben, die Hamas hat quasi einen Genozid begangen, ist genozidal. Die Erklärung steht im Netz. Aber das wollte ich juristisch klar machen, das ist immer schwer. Dieser Unterschied Jus ad bellum und Jus in bello, das sind getrennte Kategorien. Auch Zelensky hat sich aufgeregt, als Amnesty International gesagt hat, liebe Ukrainer, ihr habt russische Kriegsgefangene misshandelt. Da hat Zelensky gesagt, wie können wir gleichgesetzt werden? Wir sind doch das Opfer. Und die juristische Antwort ist ganz klar. Ihr seid das Opfer, ihr seid Opfer einer russischen Aggression, aber ihr seid jetzt im bewaffneten Konflikt und das ist nicht reziprok, dieses Recht. Das humanitäre Völkerrecht gilt für alle Kriegsparteien, auch die angegriffene Partei. Das mag man moralisch nicht für richtig halten, aber so ist die Rechtslage. Aber und deswegen können die Ukrainer... was anderes gesagt. Naja, doch, Sie haben das Argument gebracht, es wird immer wieder zu wenig betont, dass Israel angegriffen wurde. Nein, und das Sie haben Putin und Netanyahu an. immer wieder im gleichen Atemzug genannt. Und ich habe auf die Unterschiede hingewiesen. Aber das ist doch eine politische Wertung. Ja, aber ich bin ein politischer Journalist und die Politiker, über die wir sprechen sollen, und Herr Lanz hat gesagt, wir holen es jetzt in die politische Sphäre. Genau. Und deshalb haben wir politisch geantwortet. Leider Gottes ist halt die Aussage, die auch Herr Scholz gemacht hat, Demokraten begehen keine Verbrechen, falsch. Es tut mir leid, der Vietnamkrieg war von USA. Die Atombombe haben die USA. Das stimmt eben nicht, leider Gottes. Es ist für das Recht ist es kein Unterschied. Wir wenden Kriegsverbrechen, Verbrechen der Menschlichkeit, gewisse Tatbestände an. Ob das jetzt ein Demokrat ist oder ein Diktator wie Putin. Ich muss ja nicht den Bundeskanzler rechtfertigen. Aber ich möchte erklären, so wie wir Ihnen diese juristische Sphäre gelassen haben, dass die Akteure in Deutschland sich auch in anderen Zusammenhängen bewegen. Also Sie haben gesagt, das ist unsere Lehre aus den Nürnberger Prozessen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, der deutsche Bundeskanzler würde sagen, unsere Lehre aus den Nürnberger Prozessen, also der rechtlichen Aufarbeitung des Holocaust, ist den israelischen Ministerpräsidenten festzunehmen. Das kann ein Kanzler nicht sagen. Das können Sie sagen, aber das nicht gesagt. So, und deshalb das ist so eine Verkürzung, Herr Alexander. Und deshalb versucht die Regierung, und ich finde klug, man kann auch sagen, ein Rumeiern, aber ja aus Gründen. Also die Lehre aus den Nürnberger Prozessen ist, dass Deutschland solche Verbrechen... Wollen wir einmal weil, also es gibt mehrere politische, auch interessante Aspekte daran. Zum einen, ich habe gerade die Außenministerin zitiert, die sagt, wir müssen das jetzt prüfen. Die Nachfrage kam auch auf der Pressekonferenz neulich, als der Regierungssprecher Steffen Hebestreit gefragt wurde, was müssen Sie da eigentlich noch prüfen? Haben Sie sich nicht vorbereitet in der ganzen Zeit, wohl wissend, dass das möglicherweise so kommen wird? Also prüfen, mal ganz einfach gesprochen, das ist ja gerade auch gesagt worden, bisher gibt es eine Pressemitteilung. Und es gibt noch keine weiteren Unterlagen dazu. Und das erwarte ich auch von dem Auswärtigen Amt, dass sie nicht auf sowas reagieren und sofort eine Antwort haben. Aber das muss man dann Zumal es heikel und extrem bei jedem tun. Nein, Frau Baerbock will Zeit gewinnen. Und das sie hat aber der erste Satz, den sie gesagt hat. Aber sie hat doch recht. Sie hat recht in diesem Fall. Also sie hat eine schlechte Ausflucht, um Zeit zu gewinnen. Aber sie hat in dem Fall recht, weil sie könnte sich doch auf 2 Standpunkte stellen. Sie könnte es machen wie die Amerikaner und sagen, das lassen wir jetzt mit dem internationalen Recht. Das wollen wir doch nicht. Oder sie könnte sich auf diesen Standpunkt stellen und der Dämonisierung Israels in unseren Straßen und sonst wo Vorschub geben. Das will sie auch nicht. Und deshalb laviert sie. Aber Politiker müssen manchmal lavieren. Sie hat vor allen Dingen als erstes gesagt, diese Position ist keine... Aber ganz kurz, bitte. Warum ist das eine Dämonisierung, jetzt wollte ich gerade fragen, was Sie sagen? Netanyahu und die Hamas. Diese Aufzählung ist eine Dämonisierung. Herr Alexander, der Antisemitismus, der auf deutschen Straßen existiert, ist doch nicht
Die Causa ist doch nicht der internationale Strafgerichtshof. Ich bitte Sie, Sie können doch nicht dem internationalen Strafgerichtshof... Er sagte Vorschub leisten. Also das können Sie nicht behaupten. Das ist zu vielleicht noch einseitig. den einen Satz, weil das Erste, was die Außenministerin gesagt hat, war ja, wir halten uns an Recht und Gesetz. Und das meint sie auch so. Also man könnte jetzt sagen, du totale Binse, ja, aber wegen der Debatte darum wird man das im Umsetzen, ja oder nein, es ist kein banaler Satz, sondern es ist sehr, sehr klar gesagt. Und dann kam der Satz mit dem Prüfen und nochmal, also man kann sagen Zeit gewinnen, aber man kann eben auch sagen, man möchte es sich schon angeschaut haben, was es bedeutet. Ja, und man möchte auch, aus dem Dilemma, dass man möchte auch in die Diplomatie, mit Israel Frage, und dem Rechtsstaat Israel und wie wirkt der Rechtsstaat Israel, was wird er tun, Frau Göring-Eckardt, die Frage ist insoweit bekannt, sehen Sie auch heute FAZ wieder Artikel, es ist ein peinlicher Auftritt der Bundesregierung. Deswegen, weil die abstrakte Frage ist unabhängig von Netanyahu, die kann man natürlich vorher entscheiden. Die Frage ist ganz einfach. Was passiert, wenn der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen einen Freund von uns erlässt? Das ist die Situation, die wir haben. Und das kann man vorher wissen. Es kam ja nicht wie über Nacht. Das war ja zu erwarten, dass dieser Haftbefehl kommt. Wir sind seit Monaten in der Debatte. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, und ich glaube, deswegen sagte ich eben gerade Glaubwürdigkeit, Herr Alexander, würde mich Ihre Meinung interessieren. Bei Putin waren wir da ja sehr schnell und sehr, sehr klar. Ich warne vor dieser Analogie, auch wenn ich jetzt zum 3. Mal sage. Ich setze das nicht gleich. Also wenn Sie sagen, die Bundesregierung agiert peinlich. Ich setze das nicht gleich. Ich zitiere zwei Urteile. Ein Haftbefehl. Ein Haftbefehl für eine Person, für eine zwei andere. Haftbefehle. Verstehen Sie, wir prüfen materiell. Das Nur darum nicht klar zu sein. Wir prüfen materiell diesen Haftbefehl. Wir sind gar nicht zuständig. Das wäre wie beim EuGH. Das Monopol der Auslegung des Völkerstrafrechts ist beim internationalen Strafgerichtshof. Wir können nur politisch natürlich sagen, uns gefällt das überhaupt nicht. Und ich bin auch nicht begeistert, weil ich auch ein Freund von Israel bin. Aber der Haftbefehl an sich ist für Putin, für die Generäle, für al-Bashir ist ein Haftbefehl. Und der ist gleich. Das ist der Inhalt wird gar nicht geprüft von den Staaten. Verstehen Sie? Wir sind verpflichtet, dann müssen wir sagen, wir treten aus diesem Argument System zum 3. Mal und ich wähle eine andere Einflugschneise. Populistische Politiker können es sich sehr leicht machen. Also Orban hat gesagt, ich lade sofort Netanyahu ein. Totale Delegitimierung des Gerichtshofes. Oder man könnte Ihre Position nehmen und sagen, sofort verhaften, ist doch klar. Das sage ich auch nicht. Und dass die Bundesregierung in der Mitte laviert, und wir sind uns ja einig, dass sie lavieren und damit nicht gut aussehen. Das hat aber einen Grund, dass sie versuchen, verschiedene Dinge zu balancieren und dass sie dabei in Kauf nehmen, peinlich, es klingt vielleicht ein bisschen brav jetzt, aber dass sie dabei versuchen, peinlich auszusehen, muss man ihnen in diesem Fall hoch anrechnen. Also dieses Lavieren hat ja sozusagen auf einer anderen Ebene dann auch noch mal eine andere Konsequenz. Es geht ja am Ende auch, wenn man sich mal anschaut, wie sehr auch Demokratien weltweit unter Druck sind gerade. Und wenn man mit Leuten spricht, die uns, sage ich jetzt mal so ganz kollektiv und pauschal, als Westen kritisch betrachten, dann kommt ganz, ganz häufig der Vorwurf der doppelten Standards. Und darüber sollten wir gleich mal einen Satz verlieren, weil ich glaube, das ist ein sehr interessanter Punkt. Und schauen uns vorher einmal an, dieses Lavieren, von dem Sie gerade sprechen, des Regierungssprechers, der über 30 Minuten, glaube ich, versucht, irgendwie eine Position zu erklären, von der am Ende immer noch keiner versteht, was er eigentlich meint. Wir haben ja deswegen eine Erklärung gemacht, die beiden Bedingungen, über die wir sprechen, gerecht werden müssen. Das ist einerseits die Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofes, den wir sehr unterstützen, und andererseits die von Ihnen angeführte geschichtliche Verantwortung. Und insofern ist auch im Lichte dieser beiden Aspekte ist diese Sprechererklärung oder ist die Erklärung zu sehen. Kann man das so interpretieren, dass die Bundesregierung alles verhindern wird, dass es dazu kommt, den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Deutschland zu verhaften? So liest sich das doch. Das sind jetzt Interpretationen, die Sie diesem Text entnehmen. Ich verweise immer auf diesen Text und das ist die Grundlage unserer Arbeit. Ich könnte mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen. Dieser Pressemitteilung entnehme ich keinen Hinweis, wie die Bundesregierung sich verhält. Hat sich denn wirklich niemand im Bundeskanzleramt oder im Auswärtigen Amt Gedanken gemacht, was für Konsequenzen das haben wird? Warum muss man das jetzt noch prüfen? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Es war ja klar, dass das hätte passieren können und dass es sogar wahrscheinlich ist, dass es passieren wird.
Naja, das ist die Frage, ob es wahrscheinlich ist, aber da besteht ja gar keine Eile. Jetzt weiß ich, können wir alle hier 10-mal fragen, wird es wahrscheinlich keine andere Antwort geben, aber es ist keine Antwort. Ich finde schon, aber da können wir auch unterschiedlicher Meinung sein. Da kommt Ihre Außenministerin, niemand steht über dem Gesetz? Ja, das ist auch klar. Also ich habe jetzt diese Pressekonferenz nicht gesehen. Ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist. Und so ein Zusammenschnitt weiß ich jetzt nicht. Aber da kann ich auch, also das kann ich beurteilen. Aber trotzdem und nochmal gleichwohl, wir haben diese historische Verantwortung und die hat zu tun mit dem Existenzrecht Israels. Mhm. Die hat nicht damit zu tun, wie wir Netanyahu und seine Politik bewerten. Auch politisch hat das nichts damit zu tun. Das ist was anderes, sind zwei verschiedene Baustellen. Und deswegen hat die Außenministerin gesagt, wir halten uns an Recht und Gesetz. Und das heißt, wir unterstützen den Internationalen Gerichtshof, so wie wir es getan haben. Und dann kommt der zweite Teil. Und jetzt hat der Regierungssprecher gesagt, es fällt mir schwer, mir vorzustellen oder sowas Ähnliches. Genau. Und das kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das schwerfällt vorzustellen, weil wir haben ja neben einer juristischen eine politische Frage. Und deswegen nochmal, es ist jetzt nicht ein Unding, sich vorzustellen, dass anders als in Russland, wo es in keinerlei Verfahren gegen Putin geben wird, während es in Israel auch heute schon gegen Netanyahu Verfahren gegeben hat. Es ist nicht unvorstellbar, dass das dort geschieht und geregelt wird und dass wir darauf bauen können, dass Israel ein demokratischer Rechtsstaat ist. Nee, es ist nicht nur eine Hoffnung, sondern ich verstehe es so, dass darüber auch gesprochen wird, auch miteinander gesprochen wird in der Diplomatie. Das ist ja Teil davon. Ist man nicht in einer Zeit, in der so viele Dinge gerade so unklar sind und in der gerade auch Ihre Regierung, also grüne Regierungsbeteiligung, so häufig so unglaublich moralisch argumentiert? Ist man es dann einer deutschen Bevölkerung nicht schuldig, einmal deutlich zu sagen, was man davon hält? Und genau das passiert. Also ich meine, wie die Außenministerin ist, ich weiß nicht, wie oft... Eindeutigkeit war jetzt nicht das Thema dieser Aussage. Ich weiß nicht, wie oft dafür auch kritisiert worden, dass sie immer darauf hingewiesen hat, was in Gaza passiert. Dass sie immer darauf hingewiesen hat, was man tun muss, damit die Hilfsgüter da reinkommen und so weiter. Und das ist Teil von Diplomatie. Das ist Teil von Diplomatie, die wir in Bezug auf Israel in einer besonderen verantwortungsvollen Situation haben. Ja, das ist nicht einfach. Es ist auch ganz oft ein Dilemma. Aber wenn jemand das in den letzten Monaten getan hat, dann die deutsche Außenministerin. Ich weiß nicht, 12 Mal war sie, glaube ich, da und so weiter. Viele mit Blick auf die deutsche Bundesregierung anders wahrgenommen. Das hat auch mit Glaubwürdigkeit zu tun, dass man nicht so tut, als ob man irgendwie 0-1 und als ob es irgendwie ganz einfach wäre. Das gehört zu Glaubwürdigkeit in der deutschen Verantwortung dazu. Tun wir aber häufig, als ob alles sehr einfach wäre und 0 oder 1. Ist es aber nicht in dem Fall. Und es ist auch nicht eine moralische Frage, es ist eine eminent politische Frage. Nein, über dieses Glaubwürdigkeitsthema sollten wir auch gleich noch mal sprechen. Herr Alexander, Mathieu von Rohr, der Kollege vom Spiegel, den Sie mit Sicherheit kennen, hat dieser Tage ein interessantes Stück zu dem Thema geschrieben, sehr lesenswert. Und da fällt der Satz, ich zitiere das einfach mal wörtlich, bei vielen deutschen Politikern zeigt sich ein grundlegendes Missverständnis darüber, was historische Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus wirklich bedeutet. Und dann geht's nach einer Ausführung weiter, während laut Artikel 25 des Grundgesetzes das Völkerrecht sogar höher gewichtet wird als deutsches Gesetz. Steht nirgends geschrieben, dass Deutschland nicht die Pflicht hat, die Person, nicht den Staat Israel, Benjamin Netanyahu, vor Strafverfolgung zu schützen. Also, Herr Lanz, Sie fallen aus der Rolle des Moderators und machen ein Argument, aber ist okay. Nur das Argument... Entschuldigung, ist nicht mein Argument, ist ein Argument von einem Kollegen. So zugespitzt habe ich das nicht gelesen, aber ist auch egal. Aber das Argument, dass unsere Lehre aus dem National... Was soll das heißen? Entschuldigung, ich zitiere hier etwas. Ja, also ich widerspreche dem. Das können Sie nachlesen. Es ist meine Rolle, zu recherchieren, zu zitieren und im Zweifel vorzutragen. Ich finde das Argument, die Lehre... Warum darf ich das nicht? Bitte. Okay. Ich finde, das Argument, die Lehre aus dem Nationalsozialismus ist, dass wir auf deutschem Boden den israelischen Ministerpräsidenten verhaften. Das ist jetzt hart zugespitzt. Ja, aber genau so wird das
in der ganzen Welt dann gelesen und gefeiert. Nee, und dass die Bundesregierung so klug ist und die Regierung Merz oder jede Regierung aus der Mitte, die nicht ganz links oder ganz rechts steht, wäre genauso klug, die das versucht zu vermeiden, das sollte man nicht kritisieren. Aber Herr Alexander, Sie spitzen zu und Sie sind unfair. Auch ich habe nicht gesagt in meinem Spiegel-Interview, ich sage nicht, wir müssen ihn festnehmen. Ich sage, das Recht sagt, das ist die Verpflichtung. Ich sage auch, Frau Göring-Eckardt, natürlich müssen wir mit Netanyahu reden. Das ist die diplomatische Ebene. Ich sage, wir müssen natürlich mit dem israelischen Ministerpräsidenten reden. Das ist eine ganz andere Ebene. Aber auch der Kollege hier, diesen Artikel habe ich gelesen aus dem Spiegel, der sagt das, was Herr Lanz jetzt zitiert hat. Und da kann man drüber diskutieren, Herr Alexander. Aber da muss man fair bleiben. Wir können drüber diskutieren, was ist die historische Verantwortung Deutschlands. Das ist genau der Punkt. Die historische Verantwortung Deutschlands ist, aus meiner Sicht, die Juden weltweit zu schützen, die Jüdinnen. Und das Existenzrecht Israels. Und das ist die zweite Frage. Kann man so sehen? Kann man jede ist übrigens, haben. das ist Existenzrecht ist auch völkerrechtlich anerkannt, auch von der PLO damals mit Oslo. Das ist gar keine völkerrechtliche Frage mehr. Aber die andere Frage, und das sagt er, ist Tag real in Frage. Die werden immer angegriffen. Die andere Frage, das ist doch nicht Holland. Jetzt lassen Sie mich doch mal bitte das noch sagen. Die andere Frage ist, und das bringt dieses Zitat zum Ausdruck, wir haben auch die historische Verantwortung, Menschenrechte zu schützen. Als der Staat, der die Shoah verantwortet hat. Das ist doch die These. Ich will das Argument einmal kurz zu Ende machen, Herr Alexander. Sie dürfen sofort. Nochmal zitiere. Ne? Er sagt, das zeigt sich besonders deutlich in einem Tweet von Boris Rhein, dem CDU-Ministerpräsidenten aus Hessen. Der sagt, der Schutz des Staates Israels ist deutsche Staatsräson. Und dazu zählt auch der Schutz seiner Spitzenpolitiker. Zitat Ende, Boris Rhein. Und daraufhin argumentiert Mathieu von Rohr, die Vorstellung, dass es deutsche Staatsräson sei, Israels Spitzenpolitiker zu schützen, und zwar selbst vor Vorwürfen schwerster völkerrechtlicher Vergehen, ist ein verhängnisvoller Irrweg. Aber schauen Sie. Zitat Ende. Sie klagen moralische Klarheit ein von, in diesem Fall Frau Baerbock, einer Politikerin, die durchaus Freude an moralischer Klarheit hat. Ja, genau in diesem tue ich Fall das. versagt sie sich diese Klarheit, was sie einiges kostet, weil sie nämlich lavierend aussieht. Und ich werbe dafür, das nachzuvollziehen, warum diese Frau, oder der Kanzler macht das ja auch so, das so tut. Weil die Idee aus unsere Lehre aus dem Nationalsozialismus ist, dass wir eine Schlagzeile produzieren, wir verhaften den israelischen Ministerpräsidenten, wenn wir seiner habhaft werden. Und das wäre die Schlagseite.